Neues Projektauto. Mo hat mich so lange bequatscht, bis ich gesagt habe, komm, wir machen deinen Smart. Wir sprechen mal darüber. Fahrzeugaufbereitung am Smart. Ich würde sagen, wir starten mit der Wäsche. Let's go! Also ihr habt den Ausgangszustand gesehen, ihr habt die Wäsche gesehen, war jetzt eine kleine Besonderheit, weil besondere Produkte, aber dazu in einem anderen Video mehr. Generell hat das Auto mehrere Herausforderungen. Einmal, es wird nur durch den Stadtverkehr bewegt, es ist schon über 10 Jahre alt, wurde nicht besonders gut gepflegt in der Vergangenheit und es ist ein älterer Smart. Und Smart hat die Besonderheit, dass fast alles hier am Fahrzeug Kunststoff ist. Es gibt wenige Sachen außer die Karosserie selber, also ich glaube die B-Säulen sind Blech, das hier ist Kunststoffabdeckung, das hier ist Kunststoff, das hier ist Kunststoff, das Dach ist foliert, ist irrelevant. Auf jeden Fall bei den unischwarzen Smarts wurde eine ganze Serie gebaut, wo der Kunststoff durchgefärbt wurde, also schwarz war und dann nur einen Klarlack bekommen hat. Das sorgt so ein bisschen dafür, dass die Oberflächen fast so empfindlich sind wie Klavierlackleisten und also diese Klavierlackleisten, die Hochglanzleisten am Fahrzeug und das macht es natürlich besonders schwierig und wird besonders bei der Lackpolitur und später auch bei der Versiegelung eine kleine Herausforderung geben. Aber das ist ein gutes Stichwort. Wir gehen jetzt mal rüber zum Testspot, gucken mal, mit welcher Kombi wir zum besten Ergebnis kommen und dann geht's weiter. So, vom Testspot her würde ich sagen, zumindest vom ersten Bauteil, wir nehmen die Labo Cosmetica Audace, fahren dann Finish mit der Perfect Finish und wahrscheinlich werden wir nochmal einen Ultra-Fein oder einen Ultra-Hochglanzgang mit der Ultra-Fein fahren, einfach um das wirklich bestmögliche Schwarz hier rauszuholen, damit wir keinerlei Grauschleim mehr haben, sondern ein strahlendes Hochglanzschwarz. Ist wie gesagt wie eine Klavierlackleiste extrem empfindlich und sehr, sehr schwer zu polieren. Da muss man wirklich lange durchfahren und viel Geduld haben. Es kann aber durchaus sein, dass sich unsere Vorgehensweise zwischendurch nochmal ändert, einmal, zweimal, fünfmal, weil jedes Bauteil kann mal anders sein. Gerade bei so einem älteren Auto können die Bauteile verschiedenen Witterungseinflüssen ausgesetzt sein und dadurch das Polierergebnis beeinflussen. Das werden wir aber sehen, wenn es da wieder was anzumerken gibt, würde ich sagen. Sehen wir uns wieder. Jetzt gibt es ein paar Polierbilder, ich erzähle ein bisschen, was wir machen und dann hören wir uns später nochmal, wenn es um die Versiegelung geht, spätestens. Hier haben wir zum Beispiel ein perfektes Beispiel, wo ich mir vorstellen könnte, dass unser Vorgehen anders wird. Die Leiste ist komplett angelaufen, fleckig, matschig, trüb. Keine Ahnung, was mit dem Ding passiert ist. Materialfehler, der Klarlack immer defekt, wir wissen es nicht. Es kann durchaus sein, dass wir beim Polieren hier das Vorgehen anpassen. Werden wir dann sehen, wenn wir da hinkommen. Wenn es sowas gibt oder soweit ist, dann sage ich euch Bescheid, erkläre euch, was wir machen, warum wir es machen und ob es zum Erfolg führt. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal Vollgas durch und sehen uns zwischendurch wieder. Und los geht's. Ich kann schon so viel jetzt an der Stelle sagen, jedes Bauteil war wirklich anders. Wir haben auf jedem Bauteil fast eine andere Kombination gefahren. Polituren waren alle möglichen dabei, von der Audace über die Nanolex Ultra Cut bis hin zur X0505. So, das Auto steht jetzt vorne bei uns auf der Bühne und wir haben auch schon ein bisschen angefangen zu polieren, aber ich möchte jetzt kurz die Gelegenheit nutzen, euch mal zu erklären, warum Smart eine besondere Schwierigkeit darstellt. Wenn wir die Lackschichtdicke messen, werden wir relativ schnell feststellen, dass wir mit einem oder aufbereiterüblichen Lackschichtdicken Messgerät nicht allzu weit kommen, weil das große oder der Großteil des Fahrzeugs hier Kunststoff ist, außer quasi der Karosseriebereich, also hier die Reling bis runter, dieser schmale Streifen unten bis zum Schweller, ist alles andere Kunststoff. Das heißt, da können wir schon mal gar nichts messen und selbst wenn wir uns dann jetzt so einen Lack-Ultraschall nehmen, der auch auf Kunststoff messen kann, sehen wir, dass wir tatsächlich einen durchgefärbten Kunststoff haben. Wir haben keinen klassischen Lackaufbau, sondern wir haben einen schwarzen Kunststoff, der einfach eine Art Klarlack oben drauf bekommen hat. Und das ist bei den meisten Uni-Modellen von Smart so, also bei diesem gelben, beim weißen, beim grauen teilweise auch und bei dem Uni-schwarzen eben. Und gerade der Uni-Schwarz ist also eine einzige Hochglanzleiste, wie wir sie sonst an der B-Säule kennen. Und wer die schon mal poliert hat, weiß, wie tricky die sein können. Und das haben wir jetzt hier an einem ganzen Auto. Dazu kommt, wie gesagt, die Schwierigkeit, dass wir die normalerweise gar nicht messen können. Das heißt, wir wissen gar nicht, was wir an Lackschichtdicke drauf haben. Und auch hier beim Messen hat sich gezeigt, dass wir teilweise nur noch 19 μ Klarlack haben, was wirklich nicht viel ist. Und deswegen passiert es auch an besonders beanspruchten Stellen ganz schnell mal, dass diese obere Lackschicht einfach weg ist, unser Pad schwarz wird, wie auch manchmal bei Hochglanzleisten. Und wir dann eben mit einem
klebrigen Lack zu tun haben, der die ganze Nummer auch schwerer macht. Wir haben es auch hinten auf der Leiste, zeigen wir euch gleich mal ein 50-50, die so extrem verwittert war. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass diese Klarlackschicht abgenutzt ist, weg ist, wenn so eine Leiste so verwittert. Und da hat sich beim Polieren im Testspot auch schon gezeigt, dass da der Lack mit runterkommt. Deswegen wird es da noch mal ein bisschen noch schwieriger, das alles Hochglanz, in einem perfekten Hochglanz zu bekommen, weil einfach sich die Klarlackreste, die nur noch halb vorhanden sind, zusammen mit der Farbe von diesem Kunststoff und der Politur vermischen und das Ganze dann anfängt zu kleben. Also sehr tricky. So ein kleines Auto hält dann doch mehr auf. Wie gesagt, das sollte man immer berücksichtigen, wenn man so ein Auto aufbereiten möchte. Gerade auch in der Preisfindung, wenn es dann für Kunden ist. Das ist eben nicht einfach nur ein Smart, den wir mal schnell polieren, sondern das wird einfach alles ein bisschen aufwendiger. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter, nehmen euch dabei mit und hören uns zwischendurch wieder. Und gerade bei so einem problematischen Lack oder Lackaufbau ist natürlich eine vernünftige Lackversiegelung besonders wichtig. Also entweder eine Wachsversiegelung, Sprühversiegelung, die wirklich sehr regelmäßig aufgefrischt wird, oder aber eine Keramikversiegelung. Die wird natürlich auch tricky auf so einem Lack. Dazu kommen wir, denke ich mal, später. Aber wir sollten den Lack immer gut schützen und Waschstraße ist natürlich absolut tödlich für solch ein Fahrzeug, wenn man es dann lange strahlend fahren möchte. Und dann kam Corona, daher jetzt hier noch ein paar Aufnahmen, die die Jungs selber mit der GoPro gemacht haben beim Polieren. Wie gesagt, jedes Bauteil war anders, sowohl im Cut als auch im Finish. Generell sind wir 2 bis 3 Stufen gefahren, Cut, Finish, Ultra Finish. Dann ging es an die Trockeneisreinigung zur Vorbereitung auf die Keramikversiegelung. Wir haben hier das SafeShade Ultra Coat verwendet, das neue. Wie gesagt, wer da schon mal bei Instagram reingeguckt hat, der hat da auch schon ein Ergebnis von gesehen. Die Keramik ließ sich relativ problemlos verarbeiten, also das war wirklich an dieser Stelle kein Thema. Und genau, nach dem Trockeneisen, Entfetten, Abwischen ging es dann an die Keramikversiegelung. Und auch hier extrem wichtig, Highspots kontrollieren. Man sieht es hier schön, wie ein Highspot noch zu sehen ist. Den kann man dann nach optimal abwischen. Kann Tim jetzt hier nicht, weil er 2 Hände voll hat. Aber da sieht man den Highspot über dem Blinker. Da muss man dann darauf achten, dass man den nachwischt. Da ist so eine Lampe wirklich Gold wert. Kostet, wie gesagt, nur ein paar Euro bei Amazon und bringt echt viel Ergebnis. Hä, warum ist der Smart hinter mir schon wieder nass? Ihr habt den noch gerade erst poliert. Leider passiert uns auch manchmal Mist. Wir haben die Speicherkarte verloren, wo die Finish-Bilder drauf waren und ganz viele andere Videos. Echt ärgerlich. Deswegen müssen wir das jetzt nachholen. Ihr kriegt jetzt noch mal ein paar Sekunden Waschvideo. Erste Wäsche nach der Keramik nach ungefähr einer guten Woche, 1,5 Wochen. Ne, sogar länger. Wir waren noch in Quarantäne zwischendurch. Nach 2 Wochen waschen wir das Auto und dann gibt es danach die Finish-Bilder. Kommt mal mit. Manchmal kommt dann doch alles überraschend gut, so wie es ist, weil diese Performance-Bilder waren jetzt natürlich ein Highlight, auch für euch, für mich auch. Hat mir echt Spaß gemacht, das Auto jetzt gleich zu waschen. Leider sind auch schon wieder feinste Mikrokratzer drin. Es ist halt der Umstand bei solchen Hochglanzleisten, das ist absolutes falsche Material für Außenlacke bei Fahrzeugen. Aber das ist so, ich glaube, die Verwandlung von dem kleinen Flitzer hat sich wirklich gelohnt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr habt was gelernt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Drückt auf jeden Fall auf Abonnieren und klickt auch die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.